Deutsch lernen durch Hören. Das Leben mit Neugeborenen. Peter wacht auf. Seine Frau liegt neben ihm und schläft tief. Er hört, wie das Baby schreit. Müde steht er auf und zieht seine Hausschuhe an. Leise geht er in das Kinderzimmer, wo das Baby schläft. Es schreit und schreit. Peter hebt es hoch und schaukelt es hin und her. Das Baby schreit immer noch. Peter nimmt es mit in die Küche. Vielleicht hat es Hunger. Er macht eine Flasche Milch warm und gibt es dem Kind. Sofort ist das Kind leise und genießt die Milch. Das Baby ist satt und Peter ist müde. Er legt es zurück in das Kinderbett und geht wieder schlafen. Peter träumt von Aliens, die auf der Erde landen. Plötzlich hört er, wie ein Alien beginnt, heftig zu schreien und wacht auf. Es ist wieder das Neugeborene. Peters Frau ist auch aufgewacht. Sie geht in das Kinderzimmer und hebt das Baby hoch. Plötzlich muss sich das Baby übergeben und Peters Frau fragt Peter, ob er ihr ein neues T-Shirt bringen kann. Peter steht auf und trägt die Kleidung in das Kinderzimmer. Bald ist es ruhig und die Familie legt sich wieder ins Bett. Um 6 Uhr morgens hören die Eltern das Baby wieder schreien. Sie wissen, dass es aufstehen will. Draußen geht die Sonne bereits auf. Peter und seine Frau sind erschöpft. Immer wieder mussten sie in der Nacht aufstehen, weil das Baby sie brauchte. Müde bereiten sie das Frühstück vor. Das Baby sitzt auf Peters Schoß und spielt mit dem Löffel. Seine Mutter streichelt den Kopf des Kindes. In diesem Moment schaut das Baby zu Peter hoch und sagt: Papa. Peter ist ganz erstaunt. Er hat Tränen in den Augen. Das Leben mit einem Neugeborenen ist anstrengend, aber auch so schön. Überfall vor Haustür. Lotte hat sich von ihrer Freundin Hanna verabschiedet. Heute waren sie nur kurz unterwegs gewesen. Sie hat auf ihre Uhr geschaut. Es war 11 und sie hat sich auf ihr Bett gefreut. Lotte hat mit ihren Eltern in einem Vorort von Wien gewohnt. In der Nacht gab es auf der Straße nur wenig Lichter. Lotte hat sich trotzdem wohl gefühlt. In ihrem Ort hat nie etwas Schlimmes passiert. Sie hat ihren Schlüssel aus der Tasche geholt und ist auf ihre Haustür zugegangen. »Bleiben Sie stehen«, hat sie plötzlich gehört. Die Stimme klang aggressiv und Lotte war nervös. Sie hat sich umgedreht. Ein Mann hat vor ihr gestanden. Seine Kleidung war schwarz und sein Gesicht war im Schatten. »Ich will dein Geld, deinen Schmuck und dein Handy. Alles, was du hast.« Lotte konnte sich nicht bewegen. »Schneller«, hat der Mann geschrien und Lotte hat ihre Tasche geöffnet. Sie hat ihr Smartphone in ihrer Hand gehalten. »Lotte, bist du das?«, hat sie auf einmal die Stimme ihres Vaters gehört. Sie hat gesehen, dass die Augen des Mannes vor ihr groß wurden. »Gib mir das«, hat er geschrien. Lotte hat ihm das Handy gegeben und der Mann ist davongelaufen. »Papa, Papa«, hat nun Lotte geschrien und ist in seine Arme gefallen. Schnell haben sie zusammen die Polizei angerufen. »Der Mann hat mein Handy. Es hat GPS. Wir können es vielleicht finden«, hat sie gesagt. Die Polizei hat ihr zugestimmt.
Sie haben das Handy und den Täter in weniger als 2 Stunden gefunden. Lotte war sehr froh, dass der Mann gefunden wurde. In nächster Zeit wird sie sich unsicher fühlen. Aber hoffentlich ist das bald vorbei. Ofenkartoffeln mit Sauerrahm. Emily freut sich sehr. Sie besucht heute wieder ihre Oma. Vor dem Haus springt sie aus dem Auto und läuft zur Haustür. Oma steht schon da und umarmt das Mädchen. Emilys Mutter gibt ihr einen Kuss und fährt zur Arbeit. »Was machen wir denn heute?« fragt Emily aufgeregt. Sie packt ihr Notizbuch aus und legt es auf den Tisch. »Heute kochen wir etwas sehr Einfaches, aber etwas sehr Leckeres«, sagt Oma und legt eine Kartoffel auf den Tisch vor Emily. Das Mädchen überlegt, was es sein könnte. »Pommes?« fragt sie unsicher. Oma lächelt und legt Alufolie und einen Becher Sauerrahm neben die Kartoffel. »Weißt du es jetzt?« fragt sie. Machen wir einen Kartoffelsalat?« fragt Emily. Oma schüttelt den Kopf. Emily schaut auf die Alufolie und schreit plötzlich: »Ich weiß es! Wir machen Ofenkartoffeln!« Oma nickt. Mit einem schwarzen Stift schreibt Emily auf eine neue Seite in ihr Notizbuch: Ofenkartoffeln mit Sauerrahm. Oma erklärt, dass sie dazu nur wenige Zutaten benötigen. Als erstes schalten sie den Ofen auf 200 Grad Celsius ein. Danach wickeln die beiden die Kartoffeln in Alufolie und backen sie im Ofen für fast 1 Stunde. Während die Kartoffeln im Ofen sind, machen sie die Soße. Dazu geben sie den Sauerrahm in eine Schüssel und gehen in den Garten. Dort sammeln sie Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch. Oma schneidet die Kräuter klein und Emily schreibt jeden Schritt in ihrem Notizbuch auf. Sie mischen den Sauerrahm, die Kräuter und etwas Salz und Pfeffer, bis eine leckere Soße entsteht. Der Wecker läutet und Emily weiß, dass die Kartoffeln fertig sind. Mit Handschuhen nimmt sie die Kartoffeln aus dem Ofen. Es riecht so gut. Oma nimmt 2 Teller, legt jeweils eine Kartoffel darauf und schneidet die Alufolie auf. Heißer Dampf fliegt ihr ins Gesicht. Die beiden genießen die leckeren Kartoffeln mit Sauerrahm auf der Terrasse. An Tagen wie heute wird sich Emily ihr ganzes Leben lang erinnern. Die Nachteule. Monika und Harald haben ein Problem. Monika ist eine Nachteule und Harald ist ein Frühaufsteher. Seit einem Jahr sind sie zusammen und oft haben sie sich selten gesehen. Monika ist die ganze Nacht auf. Manchmal geht sie um 4 in der Früh ins Bett, andere Male aber erst um 9 am Vormittag. Sie will ihren Rhythmus nicht umstellen, weil sie in der Nacht am besten arbeiten kann. Harald versteht das gar nicht. Weil sie eine Nachteule ist, hat sie oft Probleme. Wenn sie zum Arzt gehen will, dann muss es sehr früh oder spät am Nachmittag sein. Sie kann fast nie Sport machen, bei dem man Tageslicht braucht. Das muss doch schrecklich sein. Am liebsten steht Harald um 5 in der Früh auf. Dann kann man die ganze Sonne des Tages genießen. Monika und Harald sehen sich deshalb wenig. Oft treffen sie sich nur am Abend für 3 Stunden.
Das macht beide traurig. Sie denken schon darüber nach, sich zu trennen. Aber dann sagt Monika plötzlich: »Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit. Wir ziehen zusammen.« Das ist das Gegenteil einer Trennung. Aber na gut, vielleicht ist es einen Versuch wert. Tatsächlich hatte Monika recht. Das Zusammenziehen macht alles viel einfacher. Wenn Harald aufsteht, ist Monika gerade fertig mit den Arbeiten. Sie setzen sich zusammen an den Tisch und essen miteinander. Das ist ein schönes Ritual. Wenn Harald zur Arbeit fährt, legt sich Monika hin und schläft. Wenn sie aufsteht, kommt Harald nach Hause. Dann machen sie viele verschiedene Dinge. Sie gehen in ein Restaurant, ins Kino oder machen eine kleine Radtour. Wenn sie nach Hause kommen, geht Harald ins Bett und Monika beginnt zu arbeiten. Die Nachteule und der Frühaufsteher passen perfekt zusammen. Schlechte Erlebnisse im Urlaub. Emma, Carla und Radia schauen sich ein Fotoalbum an. Das sind die Fotos von unserer Griechenlandreise in 2018, erklärt Emma. Das ist ja schon 2 Jahre her. Die Zeit geht so schnell vorbei, sagt Radia. Das sind aber wirklich schöne Bilder geworden, meint Carla lächelnd. Ja, die Bilder sind toll, aber erinnert ihr euch noch? Lacht Emma. Sie zeigt auf ein Foto im Album. Es ist ein Selfie von Emma, Carla und Radia in einem Hotelzimmer. Das Hotelzimmer sieht sehr dunkel und alt aus. Wie war das nochmal? Ach ja, genau. Wir hatten aus Versehen das falsche Hotel gebucht, sagt Carla. Radia nickt. Stimmt, wir dachten, wir hätten Sunrock Korfu gebucht, dabei war es Sunstar Korfu, sagen alle gleichzeitig. Dann müssen sie lachen. Da war überall Schimmel im Badezimmer und tote Insekten. Das war nicht schön, erinnert sich Emma und schüttelt sich. Die 3 Freundinnen schauen sich weitere Bilder von ihrem Urlaub an. In den meisten Fotos sieht es nicht besonders hell aus. Es hat auch die ganze Zeit geregnet, ruft Radia. Ja, das war total scheiße. Wir konnten kaum an den Strand und mussten die halbe Zeit im ekligen Hotelzimmer verbringen, sagt Carla. Radia fragt daraufhin: Erinnert ihr euch noch daran, was passiert ist, als wir endlich im Meer waren? Emma legt sich schockiert die Hand vor den Mund. Oh mein Gott, das habe ich total vergessen. Die Qualle. Du wurdest von einer Qualle gestochen, erinnert sich Carla. Das hat so verdammt wehgetan, meint Radia. Emma zeigt ein Bild im Fotoalbum. Es ist ein Bild von den 3 Frauen in einem Restaurant am Meer. Auf dem Tisch liegen viele Speisen. Man kann unter anderem Kalamari, Gyros und Souvlaki erkennen. Wisst ihr, was auch noch wehgetan hat? Fragt Emma dann. Oh nein, das auch noch, sagt Radia. Wie? Was war nochmal? Das Essen war doch sehr lecker, sagt Carla verwirrt. Emma lächelt. Ja, das Essen war wirklich gut, aber danach ging es mir ziemlich schlecht, weißt du noch? Carla geht ein Licht auf. Oh Gott, deine Lebensmittelvergiftung. Ja, ich hatte da eine schlechte Kalamari erwischt, meint Emma. Radia seufzt. Also, wenn es um schlechte Erlebnisse im Urlaub geht, könnten wir ein ganzes Buch schreiben, sagt sie. Ihre Freundinnen lachen. Dann sagt Emma: Stimmt, das waren wirklich schlechte Erlebnisse. Aber
Sie zeigt auf das letzte Bild im Fotoalbum. Es ist wieder ein Selfie, dieses Mal am Meer. Emma, Carla und Radia sehen auf diesem Foto sehr glücklich aus und lachen herzlich. Insgesamt war es ein schöner Urlaub und der bringt uns immer noch zum Lachen. Das ist aber zu nervig. Dennis sitzt im Wohnzimmer und liest ein Buch. Heute ist sein freier Tag. Endlich kann er sich entspannen und die Ruhe genießen. Er legt die Füße auf das Kissen und konzentriert sich auf die Geschichte im Buch. Schon seit einem Monat möchte er das Buch lesen. Leider hat er nie Zeit gehabt. Immer braucht jemand seine Hilfe. Seine Schwester baut gerade ein Haus und braucht seine Hilfe. Seine Mutter brauchte seine Hilfe mit ihrem Gemüsegarten. Sein Bruder brauchte Hilfe mit seinem kaputten Fahrrad. Heute hilft Dennis aber niemandem. Heute ist sein freier Tag. Er liest das erste Kapitel. Plötzlich hört er die Türglocke. Sein Nachbar steht vor der Tür. »Kannst du mir bitte helfen? Ich muss mein neues Sofa in das Wohnzimmer bringen. Leider muss man dazu die Treppe hinaufgehen und meine Frau ist krank«, sagt er. Dennis seufzt. Es nervt ihn. »Es tut mir leid, aber heute ist mein freier Tag. Morgen kann ich dir helfen«, sagt er. Der Nachbar ist überrascht. Dennis hilft ihm immer, wenn er Hilfe braucht. »Okay, kein Problem. Ich rufe einfach meinen Freund an«, sagt er. Dennis legt sich wieder auf die Couch, als sein Telefon klingelt. Es ist seine Schwester. »Hallo Dennis«, sagt sie. »Die Steine für die Einfahrt sind heute gekommen. Kannst du uns helfen?« Dennis seufzt. »Nein, es tut mir leid. Heute ist mein freier Tag«, antwortet er. Seine Schwester ist überrascht. Dennis sagt nie Nein. Er nimmt sein Buch in die Hand und liest weiter. Die Geschichte wird spannend, als das Telefon wieder klingelt. Es ist seine Mutter. Dennis weiß, dass sie seine Hilfe mit dem Garten braucht. Er ignoriert das Klingeln. Genervt steht Dennis auf. Er legt sein Telefon auf den Tisch in der Küche, nimmt sein Buch und steigt in das Auto. Er fährt zum Fluss. Dort ist es ruhig. Dennis seufzt. Endlich will keiner mehr seine Hilfe. Er liest seine Geschichte bis zum Ende. So entspannt war er schon lange nicht mehr. Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist so dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir schauen raus am nächsten Morgen und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen.
Ich will nie wieder aufstehen, denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir liegen zusammen auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Emilia aus Zürich. Immer sagen alle Leute, dass es schrecklich sein muss, in der Schweiz zu wohnen. Alles ist so teuer. Emilia sieht das ganz anders. Sie sieht das als großen Vorteil. Die Preise für sie in Zürich sind normal. Gut, sie geht vielleicht weniger in Restaurants essen als ein Italiener. Und sie macht weniger Party als ein Latino und trinkt weniger Bier als ein Deutscher. Aber das stört sie gar nicht. Bei ihrer Arbeit verdient sie sehr viel mehr Geld als in anderen Ländern. Deswegen hat sie einen großen Vorteil. Wenn sie in ein anderes Land reist, dann fühlt sie sich wie eine Millionärin. Und Emilia liebt das Reisen. Emilia liebt die Schweiz und besonders Zürich. Im Sommer hat sie den wunderschönen Zürichsee fast direkt vor ihrer Haustür. Das ist so, als würdest du am Meer wohnen. Und gleichzeitig fährt sie eine halbe Stunde mit dem Auto in die schönsten Berge der Welt. Am Zürichsee ist es heiß im Sommer. Aber sie kann auch zu einem Gletscher fahren und Schnee im Sommer sehen. In der Schweiz ist alles möglich. Sie mag auch die Größe von Zürich. Die Stadt ist nicht zu groß und nicht zu klein. Es gibt viel Kultur und viele Restaurants, aber nicht zu viele Autos und zu viele Menschen. Hübsch ist die Stadt auch. Wie können die Leute nur sagen, dass es schrecklich sein muss, in der Schweiz zu wohnen? Für Emilia aus Zürich gibt es kein besseres Land und keine bessere Stadt. Die Verkehrsmeldung. Wolfgang dreht das Radio lauter. Das Lied Mondschein ist sein Lieblingslied und er singt fröhlich mit. Neben ihm sitzt Anita und fährt das Auto. Sie schaut auf die Straße. Auch sie summt das Lied. Die beiden sitzen schon seit über 3 Stunden im Auto.
Sie sind auf dem Weg in den Urlaub. »Ich freue mich schon so aufs Meer«, sagt Wolfgang. Anita nickt. Sie planen diesen Urlaub schon sehr lange. Plötzlich hört das Lied im Radio auf. Eine Frauenstimme sagt: »Achtung, das ist eine wichtige Verkehrsmeldung. Auf der Autobahn ist eine Sperre. Ein Lastwagen ist umgefallen.« Anita seufzt. Der Verkehr wird langsamer und langsamer. Anita muss bremsen und das Auto steht still. Sie sind in einem Stau. Vor ihnen und hinter ihnen sind viele Autos. Alle stehen mitten auf der Autobahn. Die beiden warten. Sie warten und warten. Die Sonne scheint und im Auto wird es sehr heiß. Zuerst öffnen sie das Fenster, dann die Tür und am Schluss steigen sie aus. Alle anderen Menschen steigen auch aus. Anita setzt sich zum Straßenrand unter einen Baum. Sie sieht eine Frau, die zu Anita geht. »Hallo«, sagt die Frau, »wir haben einen Wagen voll Eiscreme. Leider schmilzt das Eis wegen der Sonne. Möchtet ihr eines?« Anita freut sich sehr. »Ja, gerne«, antwortet sie. Die Frau bringt Anita und Wolfgang ein Schokoladeneis. Die beiden bedanken sich. Sie essen ihr Eis und sind wieder fröhlich. Der Stau ist nervig, aber wir haben gratis Eis bekommen. Es ist also auch etwas Positives passiert, sagt Wolfgang. In diesem Moment hören sie die Leute auf der Autobahn jubeln. Die Sperre ist vorbei. Die Autobahn ist frei, sagt ein Mann im Radio. Wolfgang und Anita stehen auf und gehen zum Auto. Der Urlaub beginnt. Online-Dating. Daniel ist sehr aufgeregt. Heute um 18 Uhr am Abend trifft er Lisa zum ersten Mal. Die beiden haben sich im Internet kennengelernt. Daniel hat Lisas Foto gesehen und sich sofort in ihre Augen verliebt. Sie schicken sich jeden Tag Nachrichten und reden über das Wetter, Politik, Bücher, Lisas Arbeitsplatz und Daniels Hund. Lisa hat eine sehr interessante Persönlichkeit und Daniel freut sich darauf, sie kennenzulernen. Er zieht seine Schuhe und seine Jacke an, schaut in den Spiegel und nimmt seine Schlüssel und die Blumen für Lisa. Sein Hund sitzt auf der Couch und schaut ihm zu. Eine halbe Stunde später steht Daniel vor dem Restaurant. Er ist nervös. Er spürt, wie sein Herz schlägt und seine Hände schwitzen. »Ich kann das«, denkt er und öffnet die Tür. Im Restaurant ist es ruhig. Es sind nur wenige Menschen hier. Darum sieht Daniel sein Date sofort. Sie sitzt an einem Tisch in der Ecke. Daniel begrüßt Lisa mit einem Kuss auf die Wange und gibt ihr den Blumenstrauß. Lisa lächelt und freut sich über das Geschenk. Der Kellner gibt ihnen die Speisekarte. Daniel bestellt Fisch mit Kartoffeln und eine Flasche mit rotem Wein. Lisa möchte ein Stück Lasagne und einen kleinen Salat. Sie ist sehr freundlich und die beiden verstehen sich gut. Der Kellner bringt ihnen die Getränke und das Essen. Daniel erzählt gerade eine lustige Geschichte über seinen Hund. Er hebt seinen Arm. Plötzlich fällt die offene Flasche Wein um. Der rote Wein läuft über den Tisch auf den Boden und auf Daniels Hose. Sein Kopf wird rot. Es ist ihm peinlich. Doch Lisa lacht und gibt ihm die Serviette neben ihrem Teller. Auch der Kellner bringt ihm eine Serviette. Daniel ist wieder trocken, doch die Flasche ist leer. »Du trinkst aber schnell«, sagt Lisa und schaut Daniel an. Die beiden lachen über den Witz. Das Blind Date läuft gut, denkt Daniel und bestellt eine neue Flasche Wein.
Babysitter. Seit 2 Jahren arbeitet Greta als Babysitterin. Heute hat sie einen neuen Kunden, der Chris heißt. Sie kennt den Mann nicht, aber sie haben einmal telefoniert. Er möchte am Abend ausgehen und braucht deswegen jemand, der auf seinen Sohn Aaron aufpasst. Das Kind ist 4 Jahre alt und ist sehr ängstlich. Wenn ein Kind 4 Jahre alt ist, dann muss es viel schlafen. Es ist auch wichtig, dass es immer zur gleichen Uhrzeit schlafen geht, aber Chris sieht das nicht so. Aaron muss nicht unbedingt schlafen, sagt er. Er kann gern aufbleiben, bis ich zurückkomme. Vor 12 Uhr komme ich aber nicht nach Hause. Greta ist nur die Babysitterin, deswegen wird sie zu Chris nichts sagen. Er ist der Papa und er weiß, wann sein Kind schlafen muss. Um 5 Uhr klingelt sie an der Tür des Hauses. »Hallo Greta«, sagt Chris. Er war sehr sympathisch und jung. »Ich muss leider sofort los. Hier ist Aaron.« Er zeigt in eine Richtung, aber Greta sieht nur einen Hund. »Wo ist Aaron?« fragt sie noch einmal nach. »Hier«, lacht Chris. Er geht zum Hund und streichelt ihn. Die Babysitterin ist verwirrt. »Aaron ist ein Hund?« fragt sie nach. Jetzt ist auch Chris überrascht. »Ja, was hast du denn gedacht?« Jetzt versteht Greta plötzlich, was passiert ist. Es gab eine Verwechslung. Laut lacht sie und erklärt dem verwirrten Chris alles. Chris entschuldigt sich 1000-mal, aber für Greta ist es kein Problem. Heute Abend ist sie keine Baby, sondern eine Hundesitterin. Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du den Spruch »Hunde, die bellen, beißen nicht« schon mal gehört? Wer aggressiv behauptet, dass er dir schaden will, der wird es wahrscheinlich nicht tun. Hier ist ein kurzes Beispiel. Martin ist 10 Jahre alt. Immer wenn er von der Schule nach Hause kommt, stellt er sein Fahrrad im Hausflur ab. Alex wohnt auch in dem Haus. Das Fahrrad stört ihn, weil es immer im Weg steht. Deswegen geht Alex zu Martin und sagt ihm, wenn du dein blödes Fahrrad noch einmal hier im Flur abstellst, dann werfe ich es auf den Müll. Martin fängt an zu weinen und rennt zu seiner Mutter. Er erzählt ihr, was Alex gesagt hat. Seine Mutter antwortet, »Ach Quatsch, der wollte dir nur drohen. Er wird das Fahrrad nicht wegschmeißen. Hunde, die bellen, beißen nicht.« Endlich Freitag. Endlich ist es Freitag. Eigentlich mag Helmut seinen Job sehr gern. Er arbeitet im Marketing und kann dort sehr kreativ sein. Das macht ihm Spaß. Aber seit 2 Monaten muss er jeden Tag sehr viel arbeiten. Er steht um 5 in der Früh auf, ist um 6 Uhr im Büro und arbeitet oft bis um 9 am Abend. Das ist momentan nicht anders möglich. Aber das Wochenende bleibt sein Wochenende. Um gesund zu bleiben, muss er sich auch entspannen. Die ganze Woche arbeitet er hart und freut sich auf sein Wochenende. Wenn er in den letzten Wochen am Freitagabend nach Hause kommt, dann macht er immer gar nichts. Er sitzt vor dem Computer und schaut Netflix und isst Popcorn. Heute ist sein Freund Philipp dabei. Er hat für beide Ratatouille gekocht.
Sie schauen einen Horrorfilm und gehen schon um 10 Uhr schlafen. Am nächsten Morgen gehen sie zusammen mit einem anderen Paar wandern. 2 Stunden gehen sie zu einem Badesee in den Bergen. Dort springen sie in das Wasser und essen im Restaurant. Dann gehen sie wieder nach unten und Helmut und Philipp fahren nach Hause zu Philipp. Dort schlafen sie 1 Stunde und dann machen sie sich bereit für einen lustigen Abend. Sie treffen sich mit Freunden in einer Bar. Helmut trinkt viel Alkohol und tanzt die ganze Nacht. Am Sonntag entspannt er sich den ganzen Tag. Er kocht sich ein gesundes Mittagessen und putzt seine Wohnung. Am Nachmittag kommt seine Mama vorbei auf Kaffee und Kuchen. Gibt es einen schöneren Sonntag? Am Montag wacht Helmut wieder um 5 in der Früh auf. Nach diesem Wochenende hat er viel Energie. Trotzdem freut er sich wieder darauf, dass es endlich Freitag wird. Gastfamilie. Lucia ist mit ihrer Schule nach London geflogen. Dort waren sie 3 Tage und hatten viel Spaß. Aber auf den nächsten Teil der Reise hat sie keine Lust. Mit dem Bus kommen sie in Cambridge an. Viele Menschen warten schon auf sie. Das sind ihre Gastfamilien. Wie wird Lucias Familie sein? Haben sie Kinder? Sind sie alt? Kochen sie gut? Sie hat Angst, alleine in einer fremden Familie zu sein. Wenn ihr allein seid, müsst ihr Englisch reden. Dann lernt ihr es gut, hat ihr Lehrer gesagt. Langsam werden alle Klassenkollegen zu ihren Familien geschickt. Ende steht Lucia vor einem indischen Ehepaar. Sie begrüßen Lucia freundlich, aber Lucia ist immer noch traurig. Im Auto erzählen sie Lucia, dass sie eine Tochter in ihrem Alter haben. Sie heißt Sheila und wartet auf sie in der Wohnung. Das Mädchen umarmt sie zur Begrüßung. »Magst du Curry?« fragt ihre Gastmutter. »Sehr gerne«, sagt Lucia, und das stimmt. Das Essen schmeckt sehr gut und Lucia fühlt sich wohler. Sie mag Sheila gerne, weil sie beide Gitarre spielen. Am nächsten Tag in der Schule erzählen alle, dass ihnen das englische Essen in ihrer Gastfamilie nicht geschmeckt hat. »Ich hatte Curry und es war sehr gut«, erzählte Lucia. Sie war sehr glücklich in ihrer Gastfamilie. Leben auf dem Bauernhof. Das Leben auf dem Bauernhof ist hart. Cornelia ist vor ein paar Jahren zu ihrem Freund gezogen. Seine Eltern haben einen Bauernhof und Cornelia muss auch helfen. Sie hat sich vorher gedacht, dass es einfacher ist. Morgens steht sie um 5 in der Früh auf und hilft im Stall. 2 Stunden später fährt sie in ihre Arbeit. Wenn sie nach Hause kommt, muss sie wieder helfen. Sie gibt den Kühen Futter und putzt den Stall. Das ist oft sehr anstrengend. Am Abend hat sie meistens keine Energie mehr, um sich noch mit Freunden zu treffen. Aber Cornelia liebt es, draußen zu arbeiten. Wegen des Bauernhofs ist sie fast immer im Freien. Dadurch ist sie gesünder als vorher. Sie ist auch stärker als vorher, weil sie ihre Muskeln trainiert. Am meisten mag sie aber die Arbeit mit den Tieren. Gestern hatte sie ein sehr schönes Erlebnis. Eines der Kühe hat ein Kind bekommen. Es hatte starke Schmerzen und Cornelia hat ihr den ganzen Tag geholfen.
Sie war neben der Kuh, hat sie gestreichelt und ihr Wasser und Essen gegeben. Am Abend war es dann soweit. Nach nur 10 Minuten war das Kalb geboren. Es war sehr süß. Nach kurzer Zeit konnte es schon stehen. Cornelia musste weinen, weil sich die Kuh so schön um ihr Kalb gekümmert hat. Das war das Schönste, das Cornelia jemals gesehen hat. Sie war sehr glücklich darüber, dass sie am Bauernhof lebt. Du bist so wild wie das Meer, so stürmisch wie der Wind. Du bist einfach unglaublich und manchmal wie ein Kind. Du bist wie ein Regenbogen, so facettenreich. Manchmal wie Blitz und Donner und an der Sonne gleich. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du, jetzt mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Du bist das Salz in meiner Suppe, die Paprika so scharf. Du bist süß wie Schokolade, manchmal bitter, manchmal zart. Du bist manchmal wie ein Kaktus, fährst deine Stacheln aus. Doch auch das lieb ich an dir, denn das macht dich eben aus. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du, jetzt mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Baustelle. Bianca liegt im Bett und atmet tief durch. Es ist 6:40 Uhr. Die Baustelle darf erst um 7 Uhr starten, aber den Arbeitern ist das egal. Sie sind so laut, dass ihr Bett vibriert. Heute ist Biancas freier Tag. Eigentlich wollte sie einmal ausschlafen, bis 9 Uhr vielleicht. Das funktioniert aber sicher nicht. Genervt steht sie auf. Der Kaffee in ihrer Tasse bewegt sich hin und her. Sie kann ihn fast nicht trinken. Während des Frühstücks schaut sie auf die Baustelle. Sie ist direkt vor ihrem Fenster. Der Bagger gräbt in der Erde ein Loch. Dahin kommt ein neues Haus. Sie beginnen erst damit, es zu bauen. Das dauert also noch sehr lang. Fasziniert schaut Bianca ihnen zu. Die Bauarbeiter müssen in der Sonne arbeiten. Heute hat es sicher 30 Grad Celsius. Das ist richtig heiß.
Trotzdem haben sie ihre Helme auf. Sicher schwitzen sie viel. Sie mischen Zement und geben ihn auf die Erde. Bianca könnte ihnen den ganzen Tag zuschauen. Als sie sich ihr Mittagessen kocht, kommt ein Arbeiter mit einer riesigen Papiertüte. Die Männer setzen sich alle zusammen in den Schatten. Sie trinken Cola und Fanta und jeder isst mindestens 3 Brötchen. Da entdeckt Bianca, dass auch eine Frau dabei ist. Sie ist sicher richtig stark. Ab diesem Tag ärgert sich Bianca nicht mehr über die Baustelle. Sie ist laut und manchmal kann sie nicht schlafen. Aber es ist auch spannend zu beobachten, wie ein Haus entsteht. Bianca schaut ihnen manchmal den ganzen Tag zu. Unterwegs mit Bus und Bahn. Akio ist das erste Mal allein in Deutschland. Vor 2 Stunden ist er mit dem Flugzeug aus Tokio in München angekommen. Mit einem kleinen Rollkoffer und einem Rucksack schaut er hilfesuchend um sich. Er muss zu seinem Airbnb fahren. Akio tippt die Adresse auf Google Maps ein. Er muss die S-Bahn nehmen und danach die Buslinie 58. Aber wo kann er Tickets kaufen? Und welches Ticket muss er kaufen? Akio ist sehr verwirrt. Da kommt eine Frau. Sie sagt: »Hallo, brauchst du Hilfe?« Akio zögert. Ein bisschen Deutsch hat er gelernt. »Ja, bitte, ich will zu dieser Adresse fahren.« Er zeigt ihr seine Adresse. »Okay, dann brauchst du erstmal eine Fahrkarte, oder?« fragt die Frau ihn. »Ja, genau.« Die Frau führt Akio zu einem Fahrkartenautomaten. »Hier kann man sich Fahrkarten kaufen«, erklärt sie. Akio nickt. »Willst du heute nur zu dieser Adresse fahren? Oder möchtest du später nochmal in München herumfahren?« Akio überlegt. Heute Abend will er sich mit seinem Kumpel in der Innenstadt treffen. »Ich möchte später noch einmal mit der Bahn fahren«, sagt er dann. Die Frau nickt und lächelt. »Gut, dann kannst du dir heute ein Tagesticket kaufen oder«, sie tippt auf dem Bildschirm, da steht Wochenticket. »Oder du kannst dir ein Wochenticket kaufen. Dann kannst du 7 Tage lang in München mit Bussen, Bahnen und Straßenbahnen fahren.« »Wie lange bist du denn hier in München?« 6 Tage.« »Okay, dann lohnt es sich auf jeden Fall, ein Wochenticket zu kaufen. Das ist günstiger. Passt das für dich?« fragt die Frau. »Ja, das passt. Vielen Dank.« »Ach, ist doch gar kein Problem.« Sie lächeln sich beide an. »Ich muss auch in die gleiche Richtung fahren, also können wir ja zusammenfahren«, sagt die Frau, während sie mit Akio zu den Bahngleisen geht. Akio nickt dankbar. Sie nehmen die S8 Richtung Herrsching und steigen am Hauptbahnhof aus. In der S-Bahn tauschen sie sich ein bisschen aus. Die Frau heißt Chiara und studiert seit 4 Jahren in München. »So, du musst jetzt raus aus der Station. Nimm den Nordausgang und da ist dann die Busstation«, erklärt Chiara. »Danke, Chiara. Du hast mich heute gerettet.« »Kein Problem. Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Tschüss.« »Tschüss.« Akio findet die Busnummer 58 und fährt zu seinem Airbnb. Er fühlt sich jetzt schon viel sicherer mit Bus und Bahn. Meeresrauschen. Philipp schläft in seinem Bett und träumt davon, am Meer zu sein. Er sitzt auf einem Strand bei Sonnenuntergang. Der Sand ist so weiß wie Schnee und das Wasser hellgrün. Der Himmel ist rosarot.
Aber für Philipp ist das Meeresrauschen am schönsten. Im Traum schließt er seine Augen. Er ist so entspannt. Philipp will nicht aufwachen, aber sein Körper möchte. Als er wach ist, hört er aber noch immer das Meeresrauschen. Da stimmt was nicht. Er ist doch gar nicht am Meer. Oder doch? Er macht die Augen auf. »Nanu, wo bin ich?« denkt er sich. Verwirrt setzt er sich auf. Dann kann er sich endlich erinnern. Er ist in seiner neuen Wohnung. Vor ein paar Tagen ist er umgezogen. Das Meeresrauschen ist aber noch immer komisch. Er wohnt doch mitten in München. Das Meer ist sehr weit weg. Langsam wird er immer wacher und wacher. Und dann wird Philipp endlich klar, was er hört. Es ist nicht das Meeresrauschen, sondern Autos, die auf der Straße vorbeifahren. Er lacht laut auf. In der Wohnung vorher hat er nie Straßenlärm gehört. Deswegen ist er das Geräusch der Autos gar nicht gewöhnt. Ihm gefällt, dass sein Gehirn den Straßenlärm als Meeresrauschen interpretiert hat. Hoffentlich bleibt das so. Die kleine Lena geht in die Kita. »Ich will nicht«, schreit die kleine Lena. Ihre Mutter streichelt ihre Haare. »Ach, Lena, es wird lustig, glaub mir. In der Kita sind viele andere Kinder. Du kannst mit ihnen spielen und wirst viel Spaß haben«, sagt sie ruhig. Lena weint und versteckt sich unter der Decke. Ihre Mutter hebt das kleine Mädchen hoch und küsst sie auf die Wange. Eine Stunde später stehen Mutter und Tochter vor der Kita. Lena fürchtet sich. Sie weiß nicht, was passieren wird. Sind die anderen Kinder nett? Gibt es Spielzeug in der Kita? Sie weiß es nicht. Mama nimmt ihre Hand. Drinnen ist es laut. Viele Kinder lachen, weinen und schreien. »Hallo Lena, ich bin David. Ich passe heute auf dich auf«, sagt ein Mann mit roten Haaren und einem Lächeln im Gesicht. Er setzt sich auf den Boden und nimmt ihre Hände. »Sei nicht traurig, die anderen Kinder und ich sind deine Freunde«, sagt er. David beruhigt Lena ein bisschen. Lenas Mutter fährt zur Arbeit. Lena will aber nicht allein in der Kita sein. Sie weint wieder. David zeigt ihr die Kita. In der Ecke gibt es viele bunte Spielzeuge. Ein Junge hält einen grünen Traktor aus Plastik in der Hand. Daneben sitzt ein Mädchen mit einem Anhänger voll Karotten. In der Mitte des Raumes steht ein großer Tisch. Auf dem Tisch liegen Papier, Sticker, Scheren und viele verschiedene Stifte. Dahinter steht ein langes Regal. Es ist voll interessanten Büchern. An der Wand hängen bunte Zeichnungen, die die anderen Kinder gezeichnet haben. Ein Mädchen läuft zu Lena und sagt fröhlich: »Hallo, ich bin Marie. Wer bist du?« Lena ist schüchtern. »Das ist Lena«, sagt David. »Komm, Lena, ich baue gerade einen Turm aus Bausteinen«, sagt Marie und nimmt Lenas Hand. Die beiden spielen den ganzen Tag miteinander. Nach dem Mittagessen steht plötzlich Mama vor der Tür. Sie winkt. »Wir fahren wieder nach Hause«, erklärt sie. Das macht Lena traurig. Sie möchte mit Marie weiterspielen. In der Früh wollte Lena nicht in die Kita fahren, jetzt will sie nicht mehr weg. Ins Gras beißen.
Hast du diesen Spruch schon einmal gehört? In Deutschland verwendet man ihn, wenn man sagen möchte, dass jemand nicht mehr lebt. Er hat ins Gras gebissen, heißt also, er ist gestorben. Hier ist ein kurzes Beispiel, wie ihr die Redewendung benutzen könnt. Laura und Tom fliegen heute in den Urlaub. Sie möchten den Regenwald besuchen. Laura hat in den letzten Wochen sehr viele Bücher über die Gefahren des Regenwaldes gelesen. Tom interessiert das nicht. Er möchte einfach nur Spaß haben und tolle Tiere entdecken. Als sie durch den Wald laufen, sieht Tom plötzlich eine große schwarze Schlange. Er läuft auf die Schlange zu. Wow, die sieht cool aus. Los, mach ein Foto von der Schlange und mir. Aber Laura schüttelt den Kopf. Pass auf, diese Schlange ist sehr giftig. Geh nicht zu nah an sie heran. Du willst doch nicht ins Gras beißen, oder? Die Autovermietung. David liegt auf einer Liege am Strand. Der Urlaub ist schön, aber auch etwas langweilig. Seit 5 Tagen geht er jeden Morgen zum Strand, liegt in der Sonne und schwimmt im Meer. Seiner Frau neben ihm ist auch langweilig. »Ich bin vollkommen entspannt«, sagt sie, und bereit für ein Abenteuer. »An was denkst du?«, fragt David neugierig. Davids Frau Lola lächelt und sagt, »Wir könnten uns ein Auto mieten. Dann können wir uns den Rest der Insel ansehen.« Diese Idee findet David sehr gut. Die beiden packen ihre Taschen und machen sich auf den Weg. Beim Autohändler mieten sie ein kleines, schwarzes Auto. »Perfekt«, sagt David und steigt in das Auto ein. David fährt und Lola schaut auf die Karte. »Zuerst fahren wir nach links und dann nach rechts«, sagt Lola. »Wo fahren wir denn hin?«, fragt David. »Es ist eine Überraschung«, antwortet Lola. Das macht David nervös, aber er vertraut seiner Frau. Nach fast einer Stunde sind sie am Ziel. Sie stehen mitten im Wald und steigen aus dem Auto aus. »Warum sind wir hier?«, fragt David. Lola lacht nur und nimmt Davids Hand. Sie gehen auf einem engen Weg durch den Wald. Plötzlich hören sie ein Geräusch, das immer lauter wird. Die Bäume werden immer weniger und die Luft wird immer kühler. »Tada!«, ruft Lola. David ist erstaunt. Vor ihnen ist ein wunderschöner Wasserfall. »Wow«, sagt David und küsst Lola auf die Stirn. Die beiden setzen sich auf ihre Handtücher auf die Wiese und genießen den Tag am Wasserfall. Am Abend bekommen sie Hunger. Sie machen sich auf den Weg zurück zum Autohändler. Auf dem Weg dorthin sehen sie ein paar Menschen, die am Strand liegen. »Mieten wir morgen wieder ein Auto?«, fragt Lola. »Auf jeden Fall«, antwortet David. Hallo, ich bin die Melissa Schreiber und komme aus Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Ich bin 24 Jahre alt und studiere an der Universität in Dortmund. Eigentlich komme ich vom Land in NRW, doch zum Studieren bin ich in die große Stadt Dortmund gezogen. In Dortmund gefällt es mir aber nicht so richtig. Von den Städten, die ich bisher gesehen habe, ist Dortmund nicht so schön. Allerdings gefällt mir die Weihnachtszeit in Dortmund sehr gut. Dann gibt es immer einen großen Weihnachtsmarkt. Ein Highlight auf dem Weihnachtsmarkt ist der riesige Weihnachtsbaum. Er ist um die 40 Meter hoch. Dafür ist der Dortmunder Weihnachtsmarkt auch sehr bekannt. Gerade habe ich mein Bachelorstudium beendet und beginne in 2 Monaten den Master. Zurzeit habe ich also sogar etwas frei.
In der freien Zeit bin ich wieder in der Heimat bei meinen Eltern. Nach dem Studium werde ich auf jeden Fall nicht in Dortmund bleiben. Wohin es geht, weiß ich aber noch nicht. Nach Hause möchte ich auch nicht. Es ist dort zwar schön, aber so wenig los. Ich denke zudem, dass ich in der Heimat auch nicht meinen Traumjob finden werde. Dafür gibt es zu wenig Auswahl. Vielleicht werde ich nach Düsseldorf gehen. Dort war ich mal ein Wochenende lang und mir hat es gut gefallen. Deutsch lernen durch Hören.